Hier erfährst du mehr über die Geschichte des Begriffs Nachhaltigkeit. Außerdem zeigen wir dir, welche wichtigen historischen Stationen du innerhalb des Diskurses unbedingt kennen solltest. Nachhaltigkeit ist ein Begriff, der gegenwärtig in aller Munde ist. Es ist, und das kann ohne Zweifel behauptet werden, eines der Trendwörter des frühen 21. Jahrhunderts. Der Begriff Nachhaltigkeit stammt von Hans Carl von Carlowitz aus dem frühen 18. Jahrhundert, also aus einer Zeit eines dramatischen Wandels, der industriellen Revolution. Carlowitz war Oberberghauptmann im heutigen Sachsen. Dort schrumpften im Zuge des Erzbergbaus ganze Waldgebiete, denn um Rohstoffe wie Blei oder Silber aus Erz herauszugewinnen, wurde Feuer benötigt. Und für das Feuerholz wurden nach und nach ganze Waldstücke gerodet. Carlowitz beobachtete nun, dass die Bäume nicht schnell genug nachwachsen konnten, um den Bedarf für den Erzbergbau zu decken. Im Jahre 1713 beschrieb er genau das in der Abhandlung namens Silvicultura Economica, worin er eine kontinuierliche, beständige und nachhaltige Nutzung des Waldes forderte, damit der Wald als Wirtschaftsgrundlage erhalten bleiben kann. Seitdem gilt er als Schöpfer des Nachhaltigkeitsbegriffes, auch wenn retrospektiv behauptet werden kann, dass er das Wort eher so nebenbei verwendete. Nach Carlowitz verfiel der Begriff erstmal in einen langen Schlaf, der erst in den 70er und 80er Jahren des 20. Jahrhunderts endete. Diese Jahrzehnte können als Zeit eines ökologischen Aufbruchs bezeichnet werden, denn neue Verbände und Parteien sowie neue internationale Institutionen und Gremien entstanden, die wiederum WegbereiterInnen für grundlegende Gesetze waren. 1972 veröffentlichte der Club of Rome, ein bedeutender Zusammenschluss von Expertinnen, die sich für eine nachhaltige Zukunft einsetzen, den berühmten Bericht The Limits to Growth, die Grenzen des Wachstums, der laute und kontroverse Reaktionen verursachte und der den Beginn der jüngeren wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Nachhaltigkeit und nachhaltiger Entwicklung markiert. Der Bericht, der von einem ForscherInnen-Team um Donella und Dennis Meadows geschrieben wurde und auf einer Computersimulation basiert, malt ein düsteres Zukunftsbild des Planeten, das auf der durch Menschen verursachten Verschwendung von Ressourcen basiert. Sie schreiben, dass die Menschheit auf kurz oder lang gegen eine der vielen endgültigen Grenzen des Wachstums auf der Erde stößt. Nachdem Umweltschutz und Nachhaltigkeit einen immer größeren gesellschaftlichen Stellenwert einnahmen, reagierte die UN im Jahr 1983 mit der Gründung einer unabhängigen Sachverständigenkommission für nachhaltige Entwicklung, der World Commission on Environment and Development, kurz WCED. Den Vorsitz dieser Kommission hatte die norwegische Ministerpräsidentin Gro Harlem Brundtland, weswegen die Kommission umgangssprachlich auch die Brundtland-Kommission genannt wird. 1987 veröffentlichte diese den Bericht Our Common Future, in dem eine der berühmtesten und heute noch allgemein anerkannten Definitionen für nachhaltige Entwicklung zu finden ist. Nachhaltige Entwicklung ist eine Entwicklung, die die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne die Fähigkeiten künftiger Generationen zu gefährden, ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Im Juni 1992 trafen sich VertreterInnen der internationalen Staatengemeinschaft und tagten 12 Tage lang. Dabei vereinbarten sie erste Schritte, um dem Ziel der nachhaltigen Entwicklung näher zu kommen. Sie entwickelten und verabschiedeten wichtige Dokumente wie die Deklaration von Rio über Umwelt und Entwicklung, die Klimaschutzkonvention, die Biodiversitätskonvention, die Walddeklaration, die Konvention zur Bekämpfung der Wüstenbildung, die Agenda 21. Die Agenda 21 ist das davon bekannteste Dokument. Sie wurde von 172 Ländern unterzeichnet und galt als das Entwicklungs- und umweltpolitische Aktionsprogramm für das 21. Jahrhundert. Darin fanden sich konkrete Handlungsaufträge in allen 3 Themenfeldern der Nachhaltigkeit, der Ökologie, der Ökonomie und dem Sozialen. Eine Integration von Umwelt- und Entwicklungsbelangen und die verstärkte Hinwendung auf diese wird indessen eine Deckung der Grundbedürfnisse, höhere Lebensstandards für alle, bessere, geschützte und bewirtschaftete Ökosysteme und eine sichere Zukunft im größeren Wohlstand zur Folge haben. Keine Nation vermag dies allein zu erreichen, während es uns gemeinsam gelingen kann, in einer globalen Partnerschaft im Dienste der nachhaltigen Entwicklung. Im Jahr 2000
wurden im Rahmen des Millennium-Gipfels der Vereinten Nationen die Millennium-Entwicklungsziele verabschiedet, kurz MDGs. Dabei handelt es sich um einen Katalog mit 8 Entwicklungszielen, die von der UN, der OECD, der Weltbank und mehrerer Nichtregierungsorganisationen formuliert wurden und die bis zum Jahr 2015 umgesetzt werden sollten. Der Fokus dieser Ziele lag insbesondere auf der Armutsbekämpfung. Zudem wurden auch Themen wie Friedenserhaltung, globale Zukunftssicherung, Umweltschutz und Menschenrechte verhandelt. Rückblickend kann festgehalten werden, dass diese Ziele einige Erfolge erreichen konnten. So ist beispielsweise zwischen 1990 und 2015 die Zahl der Menschen, die weltweit in extremer Armut leben, um mehr als die Hälfte zurückgegangen. Jedoch kann auch festgestellt werden, dass sich dennoch die Kluft zwischen Arm und Reich nach 2000 erneut vergrößert hat. Über 20 Jahre nach dem Rio-Gipfel wurde im September 2015 die Agenda 2030 von allen Mitgliedstaaten verabschiedet. Sie gilt als Nachfolgerin der Agenda 21 und beinhaltet erweiterte und erneuerte Ziele, die Sustainable Development Goals, die SDGs. Im nächsten Kapitel erfährst du mehr zu den SDGs. Mehr Infos findest du in der Infobox unter dem Video.